Hallo Stefanie, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hallo. Wie lange bist du schon bei Mensa? Ich habe mich Ende 2020 testen lassen und bin dann zum Jahresende 2020 Mitglied geworden bei Mensa. Oh wow, also direkt da, wo es eigentlich keine Vereinstreffen mehr gab, wegen Genau, Corona. direkt gerade da, wo es keine Vereinstreffen gab. Und Dann hast du dich 2 Jahre erstmal gefragt, was ist das eigentlich für ein Verein, wo ich da bin? wir haben Online-Treffen gemacht. Also ich bin da relativ gut und schnell integriert worden. Bin ganz überraschend zum Test gekommen und bin bei meinem Stammtisch sehr gut aufgenommen worden in Paderborn. Da sind dann schnell Kontakte entstanden. Und was hattest du so für Erfahrungen gemacht vorher, bevor du beigetreten bist? Wann hast du den Test gemacht? Also wann hast du davon überhaupt erfahren? Oder hast du vielleicht in der Schulzeit auch schon mal... Nee, ich hatte gar keine Berührungspunkte, überhaupt nicht. Bin durch einen ziemlich dubiosen Zufall zum Test gekommen. Und, Dürfen wir davon erfahren, welcher Zufall? da gibt es schon einen Podcast drüber, das brauche ich jetzt nicht alles erklären. Ist auf jeden Fall dubios gewesen. Und als ich es dann wusste, war ich schockiert, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe. Andere kommen ja über ihre Kinder oder so. Ne? Ja, Meine genau. Kinder sind hochbegabt oder machen in der Schule Stress, kommen dann dahin, war bei mir alles nicht. Und als ich dann Mitglied war, habe ich gedacht, okay, du hast dein ganzes Leben irgendwie was verpasst und das musst du jetzt ändern. Und das habe ich dann seitdem angefangen. Und was hat sich seitdem in deinem Leben verändert? Seitdem hat sich so fast alles verändert. Ich habe mich räumlich verändert, ich habe mich örtlich verändert. Ich habe also die ganze Zeit in meinem Leben in Paderborn gewohnt, bin dann auch jetzt letztes Jahr aus Paderborn weggezogen aus beruflichen Gründen, habe in der Zeit, glaube ich, 3 oder 4 Jobs gehabt und bin jetzt dann quasi in der 5. Position und habe also viele Stellen nicht länger als 6 Monate gehabt. Entweder weil das Unternehmen das nicht wollte oder weil ich das nicht wollte. Und ja, jetzt, da wo ich jetzt bin ich jetzt zufrieden und war jetzt eine kleine Odyssee. Wurde schon als Jobhopper verschrien, aber dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du nicht vernünftige Bedingungen hast, wo du auf Dauer arbeiten kannst, dann wusste ich nicht, ob ich da Lust hatte, dann da zu bleiben. Und was ist jetzt an dem jetzigen Unternehmen anders? Warum fühlst du dich da wohl? Weil das ist ja ein gutes Beispiel für die jetzt zuschauen, zu verstehen, was sie in ihrer Firma anders machen müssen, oder? Ja, also ich habe vieles ausprobiert, bei großen Unternehmen, bei kleinen Unternehmen, habe so Dinge gehört, du lebst in einer anderen Welt und du gehörst hier nicht hin, bis hin, dass ich dachte, ich werde meinen Chefs vielleicht zu gefährlich und dass die mich dann nicht, meine Vermutung aus dem Grund nicht behalten wollten. Ja, oder es hat sich halt einfach aus anderen Gründen irgendwie so ergeben, dass ich dann wieder Aufgaben übernehmen sollte, die ich jahrelang gemacht habe. Wo ich dann beim vorherigen Arbeitgeber gekündigt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte mal was anderes machen. Und weil ich es dann gut konnte und niemand anders das machen konnte, sollte ich dann die Aufgaben wieder tun. Und dann habe ich gesagt, deswegen habe ich nicht gewechselt, dann hätte ich auch bleiben können, wo ich vorher war. Ja, und dann hat sich das dann so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich immer wieder das machen soll, was ich schon immer gemacht habe, Was dich langweilt. dann möchte ich das dann doch irgendwie anders haben. Ja, und dann habe ich mich dann nochmal beworben und nochmal beworben und nochmal beworben. Habe viele Bewerbungsgespräche geführt. Einige Unternehmen haben mich dann auch zum 2., 3., 4. Gespräch eingeladen, wo ich gedacht habe, das möchte ich jetzt irgendwie hier nicht, das entspricht nicht mir. Und ja, dann habe ich jetzt dann Gott sei Dank irgendwann endlich ein Unternehmen gefunden, wo ich gesagt habe, hier fühle ich mich wohl und hier kann ich auch länger als 6 Monate bleiben. Und das sind ja jetzt schon, Februar, April haben wir jetzt, sind ja jetzt schon 14 Monate. Wow. Okay, Genau. Also was hat diese Firma anders gemacht? Was hat diese Firma anders gemacht? Erstens herrscht dann eine vernünftige Unternehmenskultur. Wir können uns untereinander sagen, wie der Hase läuft und was gut läuft und was schlecht läuft. Es ist also eine offene Kultur. Und das, was mir im Vorstellungsgespräch versprochen wurde, wurde auch gehalten. Und wir haben einfach ein super gutes Miteinander und das ist mir eigentlich am wichtigsten. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin als Business Analyst tätig, bin in der Schnittstelle zwischen fachlichen Kollegen und IT-Mitarbeitenden, muss quasi beide Seiten verstehen
Und Du machst ja was Ähnliches wie ich. Ich sage auch immer, ich bin Übersetzerin, Nerd, ja, Deutsch, genau, Nerd. genau. Bank-Nerd, Nerdbank, genau. Machen wir ein neues Dudenbuch auf, genau. Ist dann nicht immer so einfach, weil in einigen Unternehmen, wo man dann so ist, ja, herrschen dann vielleicht noch traditionellere Bedingungen und mit Veränderungen ist es ja grundsätzlich immer so ein bisschen schwierig in vielen Bereichen. Und ja, wenn man dann aber eine vernünftige Unternehmenskultur hat und auch die Kommunikation gut läuft, dann macht das vieles einfacher. Absolut, die Kommunikation ist super wichtig. Deswegen bin ich jetzt in Hannover gelandet, habe das schöne Ostwestfalen mehr oder weniger verlassen. Also ich wohne jetzt zwar immer noch in Ostwestfalen, aber habe mir meinen Wohnort logistisch klug gewählt, damit ich nicht ganz so weit weg von zu Hause bin und trotzdem Zur Arbeit so räumlich gesehen dann so bin, dass ich dann auch gut fahren kann. Ich arbeite zwar überwiegend remote, aber wenn man dann mal fahren muss, dann ist es, glaube ich, besser, wenn man dann Nicht so ganz gute so weit. Verbindung hat. Ja. Genau, ja, und da bin ich dann jetzt zufrieden in Hannover bei Convanced. Convanced, Genau. Und was gibt es, was du so Geschäftsführenden empfehlen würdest, die mehr kluge Leute bei sich behalten wollen und da Jobhopping verhindern wollen von ihren Mitarbeitenden? Also meine Erfahrung war die, dass viele Damen und Herren in der Personalabteilung überhaupt nicht informiert sind, dass nach einem ganz bestimmten Zeugnis X gesucht wurde, was ich nicht hatte, wo dann gesagt wurde, okay, Zeugnis X ist nicht da, also hier jetzt bitte nicht. Und wenn ich dann teilweise mit der mittleren Führungsebene oder den Abteilungsleitern oder sonstigen Leuten ins Gespräch gekommen bin, dann war halt häufig das Problem, oder ich meine, dass es für die teilweise ein Problem war, das ist jetzt meine Vermutung, dass da einige vielleicht dachten, oh, die könnte mir eventuell gefährlich werden. Ja. Ich will den Job von der Führungskraft haben, weil ich einen ähnlichen beruflichen Werdegang habe, aber quasi die Hierarchieebene oder die nächste Karrierestufe, die erreicht haben, die könnte mir theoretisch noch bevorstehen. Ja. Mich hat aber nie einer gefragt, ob ich den Job, den die Person da macht, ob ich den machen wollen würde, wenn ich den dann kriegen könnte. Und hätten sie mich gefragt, hätte ich ganz häufig gesagt, nee, alles nur nicht den Job, den du oder sie da haben. Ja. Das heißt konkret, was würdest du jetzt als Tipp geben? Konkret nicht immer darauf schließen, dass jeder, der irgendwie engagiert ist oder motiviert ist, dass die Personen auch alle eine Führungsposition haben wollen und vielleicht auch hinterfragen, ob es wirklich zutreffen könnte, dass die Person, die da vor einem sitzt, sprich jemand von Mensa zum Beispiel, ob die wirklich alle an einer Führungsposition interessiert sind oder ob es nicht einfach doch fachliche Kollegen sind, die lieber in ihrem Job sich fachlichen Dingen widmen und nicht Personalführung. Und dann sind, denke ich, schon mal einige Vorurteile ausgeräumt. Ja. Weil nicht jeder, der fachlich gut ist, will Leute führen. Ja, das macht dann ist vielen demnach Leuten auch keine Gefahr für die Genau, Führungskraft. ist keine Gefahr. Im Gegenteil, lässt man sie mit Führungsaufgaben in Ruhe und lässt man sie in Ruhe ihre Dinge tun, dann lässt sich da, glaube ich, ganz gut zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ja, vor allem die Führungskräfte haben ja selber was davon, wenn sie gute Mitarbeitenden im Team haben. Ja, die sich weiterbilden wollen und Weiterbildung ist auch ein großes Thema. Ich hatte schon einen Arbeitgeber, da war Weiterbildung quasi verboten oder wir haben unsere Initiative, dass wir uns privat weitergebildet haben wir irgendwie nie nach außen getragen, weil es war nicht gerne gesehen, dass man sich weiterbildet. Krass. Viele Unternehmen haben auch keine Weiterbildung bezahlt. Und wir haben es halt also, nicht nur ich, sondern auch andere, wir haben es halt auch geheim gehalten, dass wir uns weitergebildet haben. Weil wenn sich Mitarbeiter weiterbilden, egal jetzt ob hochbegabt oder nicht, ist natürlich die Gefahr groß, dass die vielleicht auch abwandern. Ja. Aber sich nicht weiterzubilden, schützt ja auch nicht davor, dass man die Leute auf Dauer bindet. Ja. Ne? Weil
wenn dann irgendwie... Wenn die sich langweilen, hauen die genauso Genau. ab. Oder wenn nichts, Auch wenn ja, sie wenn keine nichts geboten Weiterbildung wird. Oder man dann merkt, dass man irgendwie abgehängt ist fachlich, weil die anderen wissen schon andere Dinge, die man selber nicht weiß, weil die Ausbildung ist 10 Jahre her und man hat seitdem nichts dazugelernt oder vermeintlich nichts dazugelernt. Ja. Dann ist das auch nicht immer einfach. Ja, stimmt. Ja, Vielen, vielen Dank. gerne. Ich hoffe, dass wir damit Geschäftsführende oder auch Führungskräfte, die Angst haben vor hochbegabten Mitarbeitenden, dass wir die damit ermutigen können, eben das als ihr Profit für sich selbst in die Firma, in das Team mit aufzunehmen und zu sehen, dass das eben keine Gefahr ist. Ja, und auch einfach die Sache, dass viele wissen halt auch gar nicht, was es irgendwie heißt, hochbegabt zu sein. Ja. Die denken, das sind dann alles Überflieger, die alle Top-Noten haben, die jede Prüfung innerhalb von kürzester Zeit mit 1,0 bestehen. Und das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht. Genau. Es gibt ja auch Mensa-Mitglieder, die sind Hartz IV und haben keine Ausbildung. Genau. Deswegen habe ich ja Genau. auch beschlossen, mich darin selbstständig zu machen, weil ich ja eben gesehen habe, dass das eben nicht immer nur die Überflieger sind und die, Genau. die alles können, sondern dass die eben genauso ihre Problemchen haben. Genau. So, und auch die, also ich denke jetzt ganz konkret da an eine Person, die hat nach wie vor keine Ausbildung, hat super viel Talent. Die Person kriegt einfach keine Chance. Ja. Die hat einen Lebenslauf, ne? Das ist Jobhopping oder ich bin ständig irgendwie auf der Suche und finde nichts und haufenweise Zeiten von Arbeitslosigkeit. Wieso gibt man den Leuten keine Chance? Ja. Der Ja, vor ist- allem, weil sie Die ja Person für uns, ist super. Die Person ist super, die kann genau, und für super unsere Jobs machen. Wirtschaft wäre Ja. sie ja eigentlich sehr gewinnbringend. Ja. Und wie gesagt, der Person wird überhaupt keine Chance gegeben. Und dann denke ich nur so, ja, die Person muss nicht Hartz IV beziehen. Nein, absolut nicht. Man sieht das ja bei Ja. Autisten, die zum Beispiel bei SAP oder Auticon angefangen haben über Jahre waren sie arbeitslos, haben gedacht, ich kann nichts. Und ihr Selbstbewusstsein ist ja Ja. auch enorm gesteigert worden, dadurch, dass sie plötzlich gesehen haben, ich kann doch was und ich bringe der Firma was und die Richtig. Firma macht Gewinn durch mich. Richtig. So. Die Person, an die ich denke, die hat sich auch im Einzelhandel beworben, so, ne? Ein bisschen Regale einräumen oder sonst was. Ja, nee, dafür sind sie überqualifiziert, wir wollen sie nicht haben. Ja, und andersrum wird der Person aufs Butterbrot geschmiert, dass sie nicht irgendwie einer einfachen Lagertätigkeit oder Hilfstätigkeit hinterhergeht und weiterhin Hartz IV bezieht. Ja, wenn sie keine Chance kriegt, einfache Dinge zu tun, wenn sie keine Chance kriegt, eine Ausbildung zu machen. Ja. Also ich meine, irgendeiner muss ja da mal anfangen, die dann auch irgendwie unter die Fittiche zu nehmen. Ja. Andere werden gefördert, weil sie einen IQ von 79 haben. Ja, ne, da gibt es alle möglichen Fördertöpfe und die anderen, die sonst irgendwie nicht in die Spur gekommen sind, Kriegen keine Förderung. kriegen keine, muss ja jetzt auch nicht unbedingt eine Förderung sein, aber zumindest, dass man den Leuten eine Chance gibt, Absolut. eine Ausbildung anzufangen. Und wenn es eine Ausbildung nicht passt, ja, in den ersten 3 Monaten, dann können sie ja trotzdem wieder gehen. Absolut. Ne? Ja. Weiß Vielen ich Dank. nicht, das ist das Schwierige. Genau. Tschüss. Tschüss. Und nicht vergessen, meinen YouTube-Kanal abonnieren.